Today is a great, wonderful, amazing, incredible day, and I'll tell you why, because it's a Germany day. We asked people in Hamburg what they earn. Without further ado, let's get into this reaction. Let's go. Die Stadt Hamburg hat die höchste Millionärsdichte in Deutschland. 12 von 10.000 Menschen hier verdienen mehr als 1 Million Euro. Wait, hold on. Did he say 12 in every 10,000 people are millionaires? Wow, 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 wow. Die Stadt Hamburg hat die höchste Millionärsdichte in Deutschland. 12 von 10.000 Menschen hier verdienen mehr als 1 Million Euro im Jahr. Wir sind heute hier und wollen mal mit den Leuten sprechen. Geht's allen so gut? Nach Berlin, Frankfurt, München und Wien stellen wir auch hier die Frage, wie viel Geld verdienst du? Okay. Wie viel verdienst du? Will ich nicht sagen, sorry. Wie viel Geld? I don't blame him. Let's unpack this, right? If someone, a random stranger on the street, asked me how much I earn, I wouldn't want to tell them how much I earned. Because it's a private thing. In the UK, you wouldn't really do that. But you guys are more direct, so maybe it's okay. I would feel really weird asking someone how much they earn. Wie viel Geld verdienen Sie? Oh, okay. Wie viel verdienen Sie? Netto 3,2. In welchem Beruf? Friseurmeisterin bin ich, selbstständig. Und ist das ein angemessenes Gehalt für den Beruf? Also ja, 60 Stunden in der Woche arbeite ich schon. Wow, 60 hours a week. Oh, wow, that's some long hours. 60 hours a week. Wow. Wow. That's not fair. Well, she said it's a fair wage because she works a lot, but I think she should be doing better. I don't know. It's bad because I don't think everyone should be getting paid more, but I guess that's the life. The life is life, right? Some people get paid less, some people get paid more, but I'm just thinking 60 hours is a lot to just only earn 3,000 quid. And I think that's before taxes, she said. Yeah. Ooh, I don't know. Das ist sehr viel. Wie viel Geld verdient After ihr? tax? Did she say after? I don't remember. Zu wenig. Zu wenig. Too little. Good answer. Und zwar? Zu wenig. Boah, ich bin noch im Studium. Also ich darf gar nicht so viel. Ich rede nicht drüber. Also ich verdiene, ich bin selbstständig und bin Geschäftsführer einer Beratungsgesellschaft und verdiene sechsstellig. Yeah, he was skirting around the subject. You know that he earns good money because you could just tell. Sie verdienen was? Sechsstellig im Jahr natürlich. Also gute 100, 120 so. Yeah, just a good 100,000, 120. Stop being modest. If you earn a certain amount of money, just say you earn a certain amount of money. If you say that, you know what I mean? Say it, look at his face. He's proud to say it, so say it. I think that's a very British thing. We don't like, humility is really important in Britain, and we don't like to brag or say anything like that. But I think that's a bad trait. I think if you've done things and you've been successful and you've worked hard and you earn an amount of money that you're proud of, then say it. Say it proudly. Don't, yeah. Don't worry. Und ist das angemessen für das, was Sie leisten? Ich finde nicht. Ist zu viel. Nein, ist zu wenig. Geschäftsführer eines Ladens, der 40 Leute ungefähr beschäftigt. Wenn man da in den Branchen so rumguckt, da wird viel mehr Geld verdient. Wie viel verdient? So he feels like he's not paid fairly. You see, it's interesting, isn't it? It's interesting. And he said, because I manage 40 people, so I should earn more. But I know managers who manage 40 people and they don't get paid like over 120,000 euros. So, it's all relative. Verdient ihr? Wohl genug. Ja. Fiese Frage. Mehr kann es immer sein. Ja. Warum ist das eine fiese Frage? Also man eigentlich, darüber nicht ja, spricht. sag mal, so über Gehalt spricht man nicht, ne? Also es hat sich ja schon so ein bisschen gewandelt, aber So ja, direkte Zahlen direkt, sagt man ja meistens nicht. Jetzt kann ich das von Because you know what it is? It's funny because in certain countries, so in Finland, I don't know if you guys know this, but in Finland, you can request
I can't remember who it's from. I don't know, government or whatever, tax office or whatever. You can request a specific person's wage and how much they earn in their field and in their job, like an actual specific person. You can say, what does Joe that lives in number 7? What does that person earn? Google it. I swear to God. In Finland, they can see how much everyone earns, so there is no wage disparity. It's so that everyone is, they can feel that they're being paid fairly, and if they're not paid fairly, they can say, well, so and so that works in the same job role as I do, they're getting paid more than me. Why is that? Which I think is good. I think transparency is very important. So I'm all for like people knowing what each other like what we all earn, especially if you work in the same job role in the same company. I don't believe in people getting paid differently. Do you know what I mean? I don't. If you're doing the exact same role, the exact same work, and you work at the exact same employer, you should be paid exactly the same. Personally. In Bandbreiten angeben? Kannst du machen. Über 4.000 Euro netto. In welchem Beruf? Sanierungsberatung ist das. Das heißt, es ist quasi Gutachtenerstellung für Unternehmen in Krise. Wie viel Geld ich verdiene? Oh, da ich selbstständig bin, ist das natürlich immer unterschiedlich. Aber ich sag mal so, als halbtags arbeitende Mama um die 2.000 ungefähr. In welchem Beruf? Kosmetikerin. Und ist das angemessen für das, was du leistest? Ja, tatsächlich ja. Wie viel Geld verdienen Sie? Das möchte ich nicht so gerne frei. Yeah, you can tell they won't disclose. You know, it's always the people, when someone says I'm not going to disclose, it's always the people that earn a lot of money. Yeah, for the most part, yeah. The people that earn a lot of money, you can tell, look at what he's wearing. He earns a lot of money. He's like, I don't want to disclose. Im Radio oder im Fernsehen preisgeben. Und Sie? Ich schließe mich an. Wie kommt Das ist das? viel. Wie kommt das? Ist das ein Tabuthema? Ja, das ist private, das gebe ich nicht offen bekannt. Das ist meine Privatsphäre und über die spreche ich nicht. 2000 knapp. Und du? 2.700. Und was arbeitest du? Musikvertrieb. Und du? Wir sind Arbeitskollegen, also waren beide im Musikvertrieb. Ja. Und wieso verdienst du mehr als sie? Ich bin schon länger in der Position, oder ich habe eine neue Position. Deswegen verdiene ich ein bisschen. That's awkward. That's an awkward question. Her face was like, yeah, why does he earn more than I do? He's like, well, I've been in the position longer. Does that mean, do you have extra responsibilities? Are you more senior than she is? Like, how do they justify you being paid more than her if you're doing the same job? Do you know what I mean? It becomes, it's a tricky subject because I feel like it's not right. If you do the same job, unless he has extra roles that he has to fulfill, then they should be paid the same regardless of the time he's been there. I don't know. That's just me. Because you don't want disgruntled employees. You don't want her feeling like she's being discriminated because maybe she's a woman or maybe she's younger or whatever. You don't want that. Like, Nicht ein bisschen mehr. Ja. 50 bis 100. 1000 im Jahr. Ja, hier ist natürlich eine große Spanne, aber ungefähr so, ja. wait, he said 50 to 100,000 a year. That's a big, that's a big discrepancy there, isn't it? It's a big, you know, what is it, 50 or 100? I mean, that's half of what, you know. I'm going to go for the fact that it's more on the 100 grand a year. His hair's he just looks very put together. I think he earns a lot of money. Wie viel Geld verdienst du? Ich bin Student, ich verdiene nicht viel Geld. Was studierst du denn? Psychologie. Und wirst du damit Therapeut später? Ja. Was verdient man als Therapeut? Von bis, ich glaube, so zwischen 70 bis 100.000 im Jahr. Und ist das angemessen für den Beruf? Ich denke schon, ja. Also es ist schon ein anspruchsvoller Beruf. Ja. Wie viel Geld? He's saying that, and that's how much he would earn if he like worked for someone else. But I think if you're a psychologist, you probably need to build a reputation and build yourself up, and then he probably could work for himself, have his own
I don't know, consultancy company. I don't know, whatever, like his own practice, and probably charge a lot more money, especially if you specialize. Imagine if you specialize in a certain type of psychology, like, I don't know, maybe you're part of a minority and you want to specialize your, skill set, psychotherapy of LGBT community or black people, or like something niche. You could probably charge a little bit more, especially if it's in demand. So yeah, I guess people are just giving a kind of rough estimate of like what that, if I worked for somebody else, what is the upper limits of what I could earn. Geld verdient ihr Also brutto oder netto? netto im Monat? So 2000. Und du? So 1,4 gerade. In welchen Berufen? Im Eventmanagement vor allem, ja. Ich mache soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe. Und ist das Geld angemessen für das, was ihr leistet? Ja, also ich habe nur 30 Stunden. Von daher ist es ganz gut, finde ich. Also ja, finde ich schon. Ich finde, die Kinder- und Jugendhilfe wird chronisch zu schlecht bezahlt. Ja. Also ich finde, ich sollte mehr bekommen. Oder wir alle sollten mehr bekommen. Erzieherin willst du werden. Was verdient man als Erzieherin, wenn man dann im Beruf ist später? Kommt drauf an, wo man es macht, also in welche Richtung man geht. Man kann ja in die Richtung mit Kindern mit Schwierigkeiten, mit Hintergründen, normalen Kindergarten, sag ich mal. Also wenn ich ausgelernt bin, kriege ich 1,2 brutto. That's not a lot of money at all. You see, salaries are not fair, right? They're not fair. Imagine like looking after children with disabilities, children that need extra support, and they're getting paid that. Crazy. 1.200 € brutto in Vollzeit? Ja. Das ist aber sehr wenig. Ja, das ist leider so, aber es ist tatsächlich wirklich wenig. Also es gibt auch höher gestellte Berufe in die Richtung, aber ich habe mich für etwas entschieden, was mir wirklich Spaß macht. Da kriegt man halt wenig für, aber dafür mache ich noch was nebenbei. Wie viel Geld verdienen Sie? I'm worried for her. Maybe she's got like maybe she comes from a family that has money. But it's like, why would you choose to go into that career, even though we need people in those careers? Why would you choose to go into something that pays so low? So bad. Also jetzt bin ich ja Rentner. Insofern ist die Rente, wenn ich jetzt nichts vorgesorgt hätte, würde nicht so richtig ausreichen. Und was haben Sie gearbeitet und haben früher verdient? Oh, das ist schon zu lange her. Aber ich habe als Ölhändler gearbeitet. Insofern habe ich... I used to work as an oil trader. I don't want to presume, but that industry, there's a lot of money in that industry. So I'm guessing she was on at least 6 figures. At least 6 figures. Habe ich nicht schlecht verdient. Ölhändlerin? Ja. Was für ein Öl? Ja, beispielsweise Heizöl, was Sie brauchen, oder Benzin für Ihr Auto und, ja. Und was haben Sie da verdient? Ja, das bringt auch nichts, weil ich habe vor 20 Jahren aufgehört irgendwie. It doesn't matter because it was 20 years ago. Like she didn't save money and she hasn't got investments. She definitely got. See, people that earn a lot of money are embarrassed to say they've earned a lot of money, and it's understandable. Imagine if you're on 6 figures, but like you're on that upper end of 6 figures. Like you're approaching being millionaire. Like it can be embarrassing to say, and it shouldn't be, but I understand. Like, irgendwie, also ja, so gesehen. Aber damals war es, ich weiß es gar nicht mehr. She knows how much you raise. Wenn wir mit Easy German auf Reisen sind, dann läuft auf allen unseren Geräten NordVPN, denn damit surfen wir deutlich sicherer, vor allem in Cafés, in Hotels. Ihr geht dabei auch überhaupt kein Risiko ein, denn es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und jetzt leben Sie in Hamburg. Ja. Wie viel Geld braucht man in Hamburg, um über die Runden zu kommen? Oh, ja.
Ja, mehr als die Renten, die ich teilweise höre jedenfalls. Wenn ich weiß, was Wohnungen kosten und was Essen in der Zwischenzeit alles kostet und dann will man auch noch in Urlaub fahren vielleicht, dann weiß ich auch nicht, wie viel man braucht. That's it. That's another subject for another day. Like, let's not talk about pensioners and getting a pension, a state pension. I don't know about your state pension, but our state pension in the UK, yeah, it covers the bare minimum, like the bare minimal of living. And then for a lot of people, it doesn't cover that because they have other bills. And it's just, yeah, there's a lot of pensioners that are still having to work part-time to make ends meet. So, yeah. Let's not rely on the state pension because that's not good. You need to have a private pension or some other investments to survive. It's really sad. Allein ohne Kinder mit 2,5 würde ich sagen, kann man leben. Das kommt tatsächlich total darauf an, wie man wohnt. Also ich habe zum Beispiel das Glück, eine günstige Wohnung zu haben, aber normalerweise würde die 2.000 Euro kosten, in der ich jetzt wohne, für 1.000 Minimum. Und dann sind 3.200 nicht mehr so viel, ne? Also es kommt, glaube ich, immer drauf an. Aber damit man überhaupt klarkommt, braucht man schon so seine 2.500 im Monat. Ich hätte sogar gesagt 3.000 netto. Ja. Und mit Familienplanung mehr. Ja, auf jeden Fall. Gehe ich mit. 2,5 ist okay und alles drüber wird dann immer schöner. Mindestens 3,5. Everyone's saying a similar amount, like 2,500 to 3,500 is kind of the range of net profit. And I have to agree in the UK as well. In a city like Hamburg, so an equivalent in the UK would probably be a bigger city like Manchester. Yes, I would say the same range. To live a decent life, like to not struggle, £2,500 to about... Oh wait, they're talking in euros. Wait, so what is that then? So they're talking maybe more like £2,000, maybe to £3,000. I'm just gonna be okay. Yeah, I would still say, yeah, it's about the same in the UK. Cost of living. Yeah. So viel, ja? Mhm. Doch, mit den ganzen Mieten. Dann kommt darauf an, wie du zum Job kommst. Dann, wenn du die Stadt genießen willst, musst du natürlich dann auch dementsprechend, ich sag mal, mit Essen gehen, trinken gehen und so. Das kostet ja mittlerweile auch ganz viel. Also ich glaube etwa brutto 5.000 Euro. I need to figure out how much 5,000 euros. Just give me a second. Okay, so I've figured out how much it is. I get it. So that is like about 500. So yeah, difference. So he's talking about like nearly like £4,200 or something like that. You can tell he's a rich man because he's like, no, you need 5,000 euros a month to live a decent life. Did you say decent life? Auch ganz viel. Also ich glaube etwa brutto 5.000 Euro. Brutto 5.000, damit man hier gut gemütlich leben kann. Ja. Wie ist das in Düsseldorf? Genauso teuer, teurer? Ich weiß jetzt die Preise in Hamburg nicht, weil ich schon sehr lange hier von Hamburg weg bin. Aber ich schätze mal, in Hamburg wird es noch ein bisschen teurer sein wie in Düsseldorf. Aber ich glaube schon. He said to live a comfortable life. So comfort means different things to different people, right? So to him, comfortable means at least £4,000 a month, £4,200 a month. Well, I can't live there. I don't know about you. Maybe you can. Yeah, wow, okay. Schon, man muss so seine 5, 6, 8 brutto sollte ein Haushalt haben, damit er gut hier über die Runden kommt. Günstig ist es nicht. Ist jetzt schwierig zu sagen, wie viel man braucht. Ja. Also Weiß nicht, ob man Wohnungen kosten ja jetzt schon, so kleine Wohnungen kosten ja jetzt schon um die 1.000 Euro, würde ich sagen. Wenn man irgendwie noch einigermaßen nett und nicht zu weit draußen wohnen möchte. Ja, und dann muss man ja auch seinen Lebensunterhalt, also keine Ahnung. Schon einiges zusammen, ne? Also 2.000, 2.500 braucht man wahrscheinlich schon netto. Ich zahle ungefähr Most jetzt... people are saying the same thing, 2,000 to 2,500 euros. 1.400 Euro Miete. Da ist noch kein Internet dabei, da ist kein Strom dabei, also so ungefähr 1,5 Miete. Hamburg ist halt schon extrem teuer.
Dann wahrscheinlich noch so 500 € für Essen und Sonstiges. Also würde ich sagen mindestens 2,2 netto. So mindestens 1,5, glaube ich, oder 1,4, 1,5. Dann bekommt man halt, wenn man... Ja, See, you can tell that the younger people have a different view as well. So interesting. also man könnte auch ganz günstig probieren zu wohnen, aber wir brauchen bestimmt so... You said comfortable. Nee, ist jetzt vielleicht auch übertrieben, weiß nicht. Also die meisten haben mir gesagt, mindestens 2000 brauchen. Ja? Oh, da würde ich runtergehen. Okay, ja, da sind wir ein bisschen drunter wahrscheinlich. Ich würde auch sagen, aber ja. ich glaube, es liegt daran, dass man halt nicht in bestimmte Stadtviertel ziehen will. Ja. Also wir haben auch Wohnungen gefunden in Hamm und Horn zum Beispiel. Da könnte man locker günstiger leben, aber da wollten wir halt nicht so hinziehen. He didn't ask about cheapness. He asked how much you would need to live comfortably. They're talking about being students and not living comfortably. Hamm und Horn zum Beispiel, da könnte man locker günstiger leben, aber da wollten wir halt nicht so hinziehen. Du hast mir dein Gehalt ganz offen gesagt, aber viele andere tun das nicht. Sie sagen, das ist ein Tabuthema oder ein privates Thema. Ja. Ist das richtig so? Wie denkst du darüber? Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von Freundeskreisen ab. Ich glaube, im Allgemeinen ist das so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nicht über sein Gehalt spricht. Aber ich persönlich finde, also mittlerweile, man legt alles offen im Internet so ungefähr und postet jedes Bild. Also ich persönlich finde es nicht schlimm. Like LinkedIn, well, do people put their salary on LinkedIn? Kind of. You can figure out people's salary. If you know what someone does, you can type in their career and their job. What is it? There's a website called Glasshouse. I don't know if you guys have the same website, but you can literally check the salary amount for certain job titles. So you can figure out what people earn. Like, it's not hard. Ich halte das besser, wenn man das privat behalten sollte. Warum? Weil ich finde, dass man nach Leistung bezahlt wird und die Leistung geht niemandem etwas an. Wenn ein Arbeitgeber oder wenn eine Firma oder ein Sportverein so und so viel mehr zahlt, weil es das meine Leistung wert ist, dann ist das okay so, aber ich würde das nicht gerne breit treten. Und diese Frage... Right, okay, so he's saying that it's performance-based and if a company would like to pay me more than Sarah because they feel like I'm worth more, then that's my business. That's what he's saying, which is fair enough. It's fair enough. But I think he's speaking from a contractor's kind of point of view. Someone who's working not for a company, but being brought on to do a specific job or task and being paid. Not working for the company, but being a partner with the company and providing a service. That's different. That is different. Then you can charge whatever you want. But if you're working for an employer in a work environment and your colleague who's doing the same job role is getting paid more than you, I don't think that's right. But if he's talking about in the sense of being someone who provides a service for a company who doesn't work for the company but is providing a specific service, then yeah, charge what you'd like. Frage nach dem Gehalt. Ist das ein Tabuthema in Hamburg? Ja, immer noch, ja. Glaube ich schon. Wieso? Weiß ich nicht. Irgendwie ist es ja immer schon so und weckt irgendwie immer Gemütszustände und weiß ich nicht. Es ist jedenfalls, ich glaube, es hat sich schon etwas verändert, aber es ist immer noch so. Ja, in Hamburg, ich glaube, niemand redet da so viel drüber. Oder erzählt gern, was er wirklich verdient. Ja, warum? Die einen, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie ordentlich verdienen. Und die anderen, weil sie gern dicke Hose machen und verdienen gar nicht so viel. Und deswegen sagen sie es nicht. Und denken Sie, dass das Thema Gehalt ein Tabuthema ist in Deutschland, in Hamburg? Ja, ein bisschen. Also in Dänemark fragt man einfach ganz offen, so wie Sie jetzt, und was haben Sie verdient? Und das habe ich gemerkt, als ich nach Hamburg kam. Tut man in Deutschland nicht. Das sagt man nicht, wie viel verdienst du? Und She said in Denmark they're more open. I think in Scandinavia, like I said, in general, not Scandinavia, Nordic countries, because Finland actually isn't a Scandinavian country, it's a Nordic country. I think they're more open with talking about their salaries a lot more openly, so especially in Finland. und so weiter. Das war zu der Zeit noch tabu jedenfalls. Jetzt kann ich das nicht mehr beurteilen richtig. Aber
Bei uns ist es alles ganz offen. Wie kommt das? Dänemark, Hamburg sind doch nur... Ja, aber wir sind sehr unterschiedlich. Fahren Sie einmal über die Grenze, dann werden Sie es feststellen. Die Uhren gehen anders, alles ist anders. Entspannter, netter, ruhiger, nicht so hektisch. Und wieso sind Sie dann nach Hamburg gekommen? Ja, man lernt ja manchmal Leute kennen und dann Die Liebe. heiratet man auch noch. Die Liebe, genau. Zu einem Hamburger. Ja, genau. So passiert das. Ja. Denkt ihr, dass wir das ändern sollten, dass wir offener drüber sprechen sollten? Oder ist es eigentlich... She moved for love, which is cute, but it's like, you could have got him to move back, or her, or whoever she's with, could have got them to move back to Denmark. Ganz gut, dass es noch so privat ist. Es sollte offener sein. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht mit jedem über alles sprechen, aber es geht ja allein darum, dass man vielleicht auch als Frau weiß, wie viel verdient denn der Mann in gleicher Position, um da halt mehr Transparenz zu schaffen. Und man kann ja auch nur öffentlich für mehr Gehalt zum Beispiel auf die Straße gehen, wenn man auch weiß, was ist denn der Durchschnitt. Yeah. Und Geld haben wir alle, sollten wir alle verdienen, also warum nicht drüber reden? Also ich glaube, innerhalb von... Absolutely, there you go. It stops the disparities. If we talk about our salaries, then we know what the going rate is and what we should be paid. And if there are inequalities with people between males and females, between black people and white people, Asian people, whatever, immigrants or non-immigrants, you need to have a transparency there. Von Berufsgruppen ist schon da ein Austausch da. Ne? Nur ob ich das jetzt auf der Straße sagen will, das ist halt was anderes. Also ja, ich würde sagen, wäre schön, wenn man offener damit umgehen würde, also damit es eben fair ist. Aber es gibt immer noch Leute, die für harte Arbeit nichts kriegen, nach wie vor. Trotz Mindestlohn und so weiter und so weiter. Ich glaube, tendenziell wäre das eine gute Sache, auch dass man vielleicht eher einschätzen kann, was man in welchem Beruf ungefähr verdient, dass man auch, oder jüngere Leute auch irgendwie eine Idee davon haben, in welche Richtung die gehen wollen, dass man irgendwie einfach so Anhaltspunkte hat. Und auch wenn man vielleicht nicht aus Hamburg kommt, sage ich jetzt mal, sondern aus einer anderen Stadt, dass man irgendwie gucken kann, so hey, wäre das überhaupt möglich für mich in der Stadt zu wohnen, in dem Bereich, wo ich arbeite, würde ich dafür genug Geld verdienen. Also dass man irgendwie zumindest so eine grobe Idee hat. Weil das, was im Internet steht, stimmt ja oft nicht, kommt nicht so ganz hin. Und also tendenziell finde ich es, glaube ich, eine gute Sache. Aber ja, ob da so jeder mitzieht, ist natürlich die andere Frage. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass 2/3 nicht drüber sprechen und 1/3 sprechen drüber. Aber das ist auch eine Generationssache. Also ich glaube, wenn man die älteren Generationen reden da noch gar nicht. He said it's a generational thing. So older people are less likely to speak about their salaries, whereas younger people tend to be a little bit more open about it, a bit more transparent, a bit more like, yeah, I earn this much. Gar nicht drüber. Aber es wäre auch mal interessant zu wissen, was die verdienen. Weil also hatten wir das auch drüber. Manchmal ist es gar nicht so gerechtfertigt. Wir müssen so viel machen, junge Leute, und können auch viele verschiedene Sachen. Und die älteren Kollegen, die manchmal schon Probleme haben, eine Excel zu formatieren, verdienen manchmal das Doppelte oder sowas. Und I mean, this is true. Imagine someone being in the company longer than you, and they're a bit older, but they're not up to speed with technology and the internet and, you know, creating an Excel spreadsheet, and they're getting paid more than you because they've been in the company longer and historically they were high performers, but they're not up to speed with how the company works in 2024, and imagine them getting paid a lot more than you do. He's got a point. He's got a point. He's got a point. Not that he's trying to be ageist, but there are probably some Gen Xers and Boomers who are nearing retirement who get paid a hefty wage, even though they are not up to speed with how things run in 2024. And well, it's probably true. ja, vielleicht sollte man da auch mal... But the wealth transfer is happening very soon because baby boomers are starting to get very old, and they have a lot of children. They have children who are millennials. Gen Xers, some of the older Gen Xers have children that are millennials. So there's going to be a wealth transfer, and that is going to come down to the millennials when, unfortunately, the day that... Let's just be honest, the baby boomers die.
And when baby boomers die, people over the age of 60, 70, they pass away. It's going to move on to the millennial generation, and that's going to be very interesting because the millennial generation are the internet generation, the ones that actually grew up with the internet, the creators of social media, the creators of YouTube, the creator of Facebook, like millennials. So that's going to be very interesting to see how the workforce changes once that happens. Not wishing death on my older subscribers, by the way. I hope you live a long and healthy life. It's just going to be interesting to see what's going to be like when the transfer of wealth happens. Because they say that the biggest percentage of wealth, like the vast majority of wealth is concentrated with baby boomers and Gen Xers. So, there you go. Ansetzen, das ein bisschen ausgleichen. Und denkst du, wir sollten mehr drüber reden als Gesellschaft? Ja, bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Also als Therapeut bist du ja eh ein Fan vom Reden. Vom Öffnen, ja. Ich glaube, finde ich gut, also wenn man keine Tabuthemen hat, ja. Die Millionäre haben wir nicht gefunden oder vielleicht wollten sie einfach nicht mit uns sprechen. He definitely found a millionaire. There was a couple. There was two guys that wouldn't speak. There was that couple as well that were like, oh yeah, and she was like, yeah, we earn a lot. They're definitely millionaires. I don't think £1 million is like as €1 million is as much as it was once before. Now when I think of €1 million, it seems feasible that someone would earn that much, whereas back when 20 years ago, 10, 20 years ago, $1 million, like, wow, $1 million. It's still wow. It's still like, wow, I wish I had $1 million. Like, it's still a lot of money. But it's now you're having houses in the UK, London. There are houses that are $1 million's nothing in London. When it comes to house prices, it's literally nothing. You're not getting anything that special for £1 million in London. So yeah, it's interesting as our money gets devalued and inflation goes through the roof. Uns sprechen. Aber ich fand es sehr spannend, über die Gehälter und Lebenskosten in Hamburg zu lernen. Sollen wir diese Frage noch in anderen Städten fragen? Wenn ja, in welche Stadt sollen wir als nächstes gehen? Schreibt uns mal einen Kommentar. Yeah, this might be a bit cheeky, but let me know in the comment section if you're willing to let me know how much you earn. You're kind of anonymous because you're on YouTube, so you could actually just put your salary down there, but we won't know who you are. So yeah, let me know what you do in the comment section and let me know how much you earn, and let me know if you feel that's a fair amount or you wish you earned more. And I guess everyone wishes they earned more, but let me know if you feel you've been paid fairly for what you do. Guys, thank you very much for watching. Until the next one, I will see you very soon.